Eine neue Anime-Saison beginnt und somit auch das Rennen um die beste Waifu. Jeder möchte den Otaku-Olymp erreichen, doch nur eine kann es schaffen. Starke Favoritin in dieser Saison hierfür ist auf jeden Fall Mona Kawaii aus dem Rom-Com-Anime My Charms Are Wasted on Kurowa Medaka, deren Nachname vermutlich angelehnt an das japanische Wort Kawaii für süß ist. Es wäre zumindest passend, denn sie ist nicht nur die hübscheste in der Klasse, sondern in der gesamten Schule. Sie ist stolz darauf, dass jeder Junge ihrem Charme verfallen ist, außer ihr neuer Mitschüler Medaka. Er ist nicht nur unbeeindruckt von ihren Reizen, obwohl sie ihm sogar besonders nett behandelt, sondern er scheint regelrecht genervt von ihr zu sein. Sie begibt sich in peinliche Situationen, indem sie zum Beispiel eine Katze nachahmt und sich besonders süß für ihn gibt, nur um ihn zu bezirzen, jedoch erfolglos. Nicht einmal ein Lächeln kann sie ihm entlocken. Abweisung ist Mona nicht gewohnt. Sie ist regelrecht frustriert darüber und probiert wirklich alles, um mit ihren Reizen ihn zu überzeugen. Unter anderem stellt sie ihren Körper zur Schau und das öfter und mehrmals. Aber auch das beeindruckt ihn scheinbar nicht. Doch um das zu ändern, greift sie zum Äußersten und offenbart ihm einen Blick auf ihre Unterwäsche, was sie natürlich erröten lässt. Die Wahrheit ist jedoch, diese Situation Medaka alles andere als unbeeindruckt zurücklassen. Er ist erst vor kurzem nach Tokio gezogen und stammte zuvor aus einer kleinen Stadt. Seine Familie kümmerte sich um den dortigen Tempel, weshalb er keusch erzogen wurde und ihm der Umgang mit Mädels verboten wurde. Er versucht es sich nicht anmerken zu lassen, wodurch er ein Pokerface aufsetzt, das andere vertreibt und ist seit dem ersten Augenblick bezaubert von ihr, wie alle anderen auch. Nur mit dem Unterschied, dass er es sich ihm nicht anmerken lässt. Durch seine Abstinenz die letzten Jahre genießt er also umso mehr ihre Aufmerksamkeit und den netten Anblick. Die Bühne ist demnach also vorbereitet für das Schauspiel dieses neuen Rom-Com-Animes. Ein Junge, der seine Gefühle verbirgt und ein Mädchen, die alles daran setzt, ihn zu bezirzen, ohne dabei zu merken, dass sie selbst bereits Gefühle für ihn entwickelt hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es zu weiteren Situationen zwischen den beiden kommt, zum Beispiel als Mona sich ihren Knöchel verstaucht und Medaka anweist, sie zur Krankenschwester zu bringen. Es ist natürlich nur ein Plot von ihr, um alleine mit ihm zu sein und nutzt sofort ihre Chance, ihm näher zu kommen, bis sie wirklich ausrutscht und auf ihn ins Bett fällt. Mona ist trotz ihrer Avancen unerfahren und ebenfalls überfordert mit der Situation, in die sie sich ungewollt begibt. Sie setzt alles auf eine Karte und offenbart ihr Dekolleté, bleibt scheinbar unbeeindruckt. Ihr gibt es sogar den Ratschlag, sich für einen Jungen aufzusparen, den sie wirklich liebt, was ihr Herz zum Klopfen bringt. 大丈夫かモナちゃん。大丈夫だから。 Die Szenerien häufen sich weiterhin. Auf ständig neue Weise steht ein Körperteil oder eine Szenerie im Fokus, um den armen Medaka für sich zu überzeugen, sodass recht schnell ihr Körper abgegrast wird, wie in dieser verschützten Sportszene oder anschließend am Wasserspender, wo ihr weißes Shirt aus Versehen nass wird und sie erneut unfreiwillig ihre Unterwäsche präsentiert. Trotz all der Verlockung wird Mona abgewiesen. Eine Tatsache, die zumindest für mich nachvollziehbar war, ist auch mein Tinder-Game ungefähr auf demselben Level der Abweisung. Ich muss sagen, der Anfang ist schon sehr übertrieben und klischeehaft, wie man es aus älteren Anime wie Love Hina oder dergleichen kennt. Das ständige Hinfallen und der übermäßige Einsatz von Fanservice ist zu Beginn einfach ein bisschen zu viel, was wirklich schade ist, da dieser im Verlauf der Geschichte stark abnimmt. Auch Mona als Figur hat deutlich mehr zu tun, als ausschließlich ihren Körper zu präsentieren, wenngleich der zugegebenerweise sehr nett aussieht, was man spätestens in der zweiten Folge auch schon bemerkt, als eine Konkurrentin näher vorgestellt wird, Mona sich ihren ersten Selbstzweifeln gegenüberstehen sieht. Ich habe nichts gegen Fanservice, nur merkt man der Geschichte an, dass der Mangaka am Anfang zu verkrampft zu viel bieten wollte, damit die Zuschauer dranbleiben, damit leider die eigentliche Stärke der Serie überschattet, nämlich die Charaktere, aber vor allem ihre süßen Momente miteinander, denn ihre zunächst freundschaftliche Beziehung wird ordentlich strapaziert mit den aufkommenden Konkurrentinnen in den nachfolgenden Episoden. Natürlich kommt es im Verlauf gelegentlich zu weiteren Panty-Shots, ist die Machart der Serie doch eindeutig an Jungs gerichtet und kein herzzerreißender Shoujo-Manga, aber ein klassischer Ecchi-Harem ist er ebenso nicht. Frei nach dem Motto Sex sells. Und in der Regel funktioniert es. Nur ist es hier etwas zu direkt und zu viel. Aber war in der Originalvorlage ebenso. Daher will ich dem Anime-Studio dahinter keine Vorwürfe machen. Ganz im Gegenteil. Die fügen dem Anime bereits in den ersten Minuten zusätzliche Szenen hinzu, um die Handlung zu festigen und die Charaktere noch besser in Szene zu setzen. Zum Beispiel wird in der ersten Folge Mona als Bienenkönigin in Kindheitstagen dargestellt, die die Augen aller auf sich zieht und sie buchstäblich schwärmen lässt, Mädchen und Jungen gleichermaßen. Diese
erweiterten Szenen ergänzen die Handlung sehr gut und mildert eine Schwäche der Manga-Vorlage ab. Das Pacing des Animes ist zudem rasant. Bereits in der ersten Folge werden mehrere Kapitel abgefrühstückt, da der Manga viel Platz für die Darstellung der schönen Mona nutzt. Dass es flott vorweggeht, empfinde ich eher als positiv. Sind doch die Handlungsstränge zu Beginn recht simpel und der Augenschmaus der einzelnen Edgy-Momente wird dennoch gebürtig ausgeschlachtet. Mit genügend Material zum Adaptieren besteht auch keine Sorge auf ein baldiges Ende. Der Cast an Waifus gehört hingegen eher zu den Stärken der Serie und präsentiert sich gewohnt divers, sodass jeder Zuschauer einen Liebling für sich aussuchen kann. Asahi ist ihre erste Konkurrentin, die sich ihre Liebe von Anfang an sicher ist. Wenngleich sie äußerlich nicht an Mona herankommt, ist auch sie begehrt bei den Mitschülern. Sie erinnerte mich durchaus an Kaguya von ihrem Aussehen her. Tomo hingegen ist die typische Sportskanone mit Kurzhaarschnitt, die sich zunächst freundschaftlich annähert und den Tomboy-Look bietet. Tsubomi hingegen ist der schüchterne Bücherwurm. Es ist also wirklich für jeden etwas dabei, wenngleich sich von Anfang an bereits deutlich abzeichnet, wer wohl die vermeintliche Gewinnerin am Ende sein wird. Oder der Mangaka überrascht uns vielleicht doch noch. Was wirklich positiv ist, dass Mona bereits in der ersten Folge sich ihrer Gefühle für Medaka gewahr wird, sodass wir nicht dieses Hin und Her der Verleugnung haben, sondern gleich zum spaßigen Teil des Liebesspiels kommen. Das gleiche geht auch für Medaka, wenngleich dieser natürlich am Anfang noch etwas passiver ist. Das verantwortliche Animationsstudio ist Synergy SP und ist trotz einer ganzen Menge an Werken den meisten sicherlich unbekannt. Sind die meisten davon eher unscheinbare Light Novel Adaptionen gewesen, die ebenso schnell wieder vergessen wurden, unter anderem Kawazuki Crisis und dem Fantasy Anime Goodbye Dragon Life. Ganz unerfahren ist das Studio im Genre der Romantik jedoch nicht. Haben sie doch unter anderem auch die Manga Adaption von A Couple of Cuckoos sowie die zweite Staffel von Girlfriend animiert. Grundsätzlich ist die Umsetzung solide gelungen, kann aber nicht mit den Top Animationsstudios wie A1 Pictures oder den unangefochtenen Platzhirsch Kyoto Animation mithalten. Dafür ist die Regie, die Szenerie und das Compositing einfach nur solide, aber nicht bildgewaltig, geschweige denn atemberaubend. Ihren Zweck erfüllt sie dennoch und negativ fällt sie ebenso nicht auf. Am vergleichbarsten wäre die Umsetzung mit der Qualität von 2.5 Seductional Delusions von JC Stuff, dessen zweiter Chor ebenfalls aktuell läuft. Wirklich keinen Gefallen hat man sich mit dem Intro und Outro des Animes getan. Das Konzept ist sehr konservativ und regelrecht langweilig, indem einfach der Cast der Figuren gezeigt wird. Da haben andere schon originellere Ideen gehabt, unter anderem das aktuell laufende Opening von Dr. Stone Staffel 4. Das ist zwar animationstechnisch ebenfalls kein Meisterwerk, aber die Idee ist interessant und sticht deutlich aus der Menge hervor. Und die Lieder selbst sind nur nach 15 Standard, der einem nicht lange in Erinnerung bleiben wird. Hier ist mal auf Nummer sicher gegangen und hätte durchaus mal mehr wagen sollen. Grundsätzlich bietet der Anime wenig Neues. Die Klischees werden allesamt bedient und es gibt keinerlei interessantes Gimmick, wie es zum Beispiel bei Alyssa Sometimes Hides a Feeling in Russian der Fall war. Oder in der aktuell ebenfalls erscheinenden Okitsura Fall in Love with an Okinawan Girl, but I just wish I know what she's saying, dessen Name ebenfalls alles Wissenwerte preisgibt. Das Beste an der Geschichte sind die süßen Momente in der Charakterdynamik untereinander. Allem voran zwischen den beiden Hauptcharakteren Mona und Medaka. Jedoch entwickelt sich der Cast kaum weiter im Verlauf der Handlung. Auch bleibt zu bezweifeln, dass der Anime mit seinen 12 Episoden überhaupt die Höhepunkte des Mangas adaptieren wird. Gerade zu Beginn ist die Liebesgeschichte eher entspannt, regelrecht dramenlos. Die Mädels konkurrieren zwar miteinander, aber bleiben dabei fair und ehrlich. Bei dem Werk handelt es sich also eher um eine seichte Adaption mit süßen Momenten, süßen Waifus, aber wenig Highlights oder Merkmalen, die es unter all den anderen Vertretern wirklich hervorstechen lässt. Alles in allem besticht der Anime damit, eine gute Laune zu verbreiten, sodass man eine schöne Zeit haben kann. Fans des Genres werden sicherlich auf ihre Kosten kommen, der Rest wird nichts verpassen, wenn sie ihre Aufmerksamkeit stattdessen anderen Serien widmen. Zum Beispiel diesen Videovorschlägen meinerseits, die sich definitiv zu schauen lohnen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder.